und willkommen zu einer neuen Carpool-Reihe. Heute haben wir die Jasmin als Quality Assurance Engineer bei uns und die holen wir jetzt auch ab. Hi. Hallo, hi. So, dann beginnen wir am besten mit einer Vorstellung. Du kannst dich mal kurz vorstellen. Ja, gerne. Also ich bin die Jasmin. Ich arbeite seit 2017 bei der Tech Alliance, habe dort angefangen mit einer Ausbildung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung und wurde 2020 auch von der Tech Alliance übernommen, nachdem ich dann erfolgreich die Ausbildung auch abgeschlossen habe. Seitdem arbeite ich jetzt dann gut 1,5 Jahren bei der Tech Alliance in der Business Units Data Manager RMI und dort bin ich im Team Data Distribution tätig und arbeite dort als Quality Assurance Engineer. Das hört sich doch schon mal interessant an. Was macht denn ein Quality Assurance Engineer? Ja, also wie es im Namen schon ein bisschen steckt, natürlich die Qualitätssicherung von Software. Im Allgemeinen, das war jetzt ein bisschen allgemeiner. Und wenn man halt dann eher reinguckt, ist es die Einrichtung von Testsystemen. Ich zum Beispiel habe mein eigenes Testprojekt und arbeite dort mit automatisierten Tests. Es gehört aber auch manuelles Testen dazu, weil man einfach nicht alles automatisiert abdecken kann. Und bei mir in der BU, in der Abteilung, in dem Team spezifisch, stellen wir jeden Monat Datenbanken bereit für Kunden, die sie sich dann runterladen können und offline benutzen können. Und diese Datenbanken, da ist meine Aufgabe, das zu testen. Da müssen jeden Monat eben diese Tests anfallen, die eben in Form von diesen automatisierten Tests sind und aber auch manuellen Tests. Okay, und wie würdest du deinen typischen Arbeitsalltag beschreiben? Ja, also wir arbeiten im Team nach dem Scrum-Prinzip. Das ist eine agile Vorgehensweise. Gerade im Softwareentwicklungsbereich ist es sehr groß und beliebt. Das heißt, dass wir in 2-Wochen-Takt unsere Arbeit planen, haben dafür auch gewisse Meetings, die wir damit durchführen. Da ist zum Beispiel jeden Tag das Daily Meeting, nennt sich das. Da tauschen wir uns im Team aus, was jeder gerade so gemacht hat, ob es irgendwo vielleicht Schwierigkeiten gibt. Es ist eine gute Methode, um halt mit dem Team in Kontakt zu bleiben und eben auch bei Problemen mit zu unterstützen. Des Weiteren werden diese 2 Wochen eben auch geplant. Dafür haben wir ein Planning-Meeting, was vorher stattfindet. Und dann am Ende von diesen 2 Wochen haben wir ein Review, wo wir eben vorstellen, was wir denn auch in diesen 2 Wochen gemacht haben. Dann am Ende auch mit dem Product Owner zusammen, dass er auch sieht, okay, was haben wir denn auch gemacht. Und ja, das ist eben sehr viel Kommunikation, die da im Team stattfindet, da ich dann auch für andere Kollegen gerne mal die QA-Tätigkeit übernehme und gerade bei den Entwicklern dann, wenn sie ein neues Feature entwickelt haben, dort mit teste und überprüfe, ob das soweit auch alles stimmt. Und was gefällt dir an deiner Arbeit bei der Tech Alliance speziell am besten? Definitiv die Selbstständigkeit und auch die Verantwortung, die dahinter steckt, hinter meinen Sachen, die ich mache, weil ich ja quasi so mein eigenes Projekt habe, an dem ich arbeite und ich kann mich da einfach so ein bisschen selber mit ausleben und kann da wirklich viel so nach meiner Nase was machen, worauf ich Lust habe. Und das ist einfach, was mir so da persönlich viel Spaß macht, weil ich da dann, also klar natürlich, es hat gewisse Rahmen, ich kann mich nicht komplett frei ausleben, aber ich habe einfach schon sehr viel an diesem Projekt gearbeitet und habe einfach für mich einfach, es ist niemand anderes an diesem Projekt beteiligt außer mir und das finde ich ist einfach eine gute Sache, dass ich da einfach mich frei ausleben kann und dann aber auch immer jemanden an der Seite habe, den ich fragen kann, falls ich da mal irgendwie nicht weiterkommen sollte. Du kommst ja ursprünglich aus Bremen. Wie bist du dann eigentlich auf die Tech Alliance aufmerksam geworden? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe über Freunden jemanden kennengelernt, der eben auch schon bei der Tech Alliance arbeitet und auch immer noch bei der Tech Alliance arbeitet. Wir sind ironischerweise jetzt auch zusammen in einem Team gelandet und ja, man hat sich dann angefangen, über Interessen auszutauschen und das war gerade so meine Zeit. Ich habe mein Abitur gemacht und bin dann
ja, in diese Phase gegangen, wo man halt dann überlegt hat, was macht man. Und dann habe ich eben auch mit ihm darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, ich interessiere mich so für IT-Themen und dann hat er mir eben vorgeschlagen, ey, ich habe hier die Tech Alliance, da habe ich eine Ausbildung gemacht und ich arbeite da jetzt auch, kann ich empfehlen. Und naja, dann kam halt eins nach dem anderen, ich habe mich beworben und wurde dann auch von der Tech Alliance angenommen. Okay, und welche Ausbildungsinhalte haben dir dann am besten gefallen? Also offensichtlich die QA-Themen, weil es einfach, ja, damit kann ich mich auch identifizieren. Das ist für mich auch, ich mache gerne richtig und korrekt und sie sollen dann auch am Ende vernünftig sein. Also keine halben Sachen, es soll wirklich am Ende was Gutes bei rumkommen. Und das habe ich so ein bisschen halt in diesen QA-Themen gesehen und mich da auch einfach wieder gespiegelt. Deswegen war das für mich einfach das Interessanteste. Auch weil ich einfach viel andere Bereiche noch kennengelernt habe, da man ja eben mit den Entwicklern viel zusammenarbeitet. Und da kommt man dann mit den verschiedensten Leuten in Kontakt. Oder wenn man irgendwo anders mal Fragen hat. Also ich hatte sehr viel Kontakt mit Kollegen und das ist auch das, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, dass man da einfach mit anderen auch reden kann und einfach sich viel auch austauscht. Okay, und was würdest du sagen, war bisher deine größte Herausforderung bei der Tech Alliance und wie hast du es dann geschafft, diese auch zu meistern? Also meine größte Herausforderung war eher so eine Zeitspanne, und zwar mein Abschluss. Gerade jetzt so im Hinblick mit Corona nochmal, hat da sehr viel reingespielt. Einfach, es war ein neues Team, in das ich reingekommen bin, neue Leute, es waren neue Technologien, mit denen ich mich beschäftigt habe und dann eben zusätzlich noch Corona. Wir hatten Homeoffice-Pflicht und es war alles sehr viel auf einmal, gerade weil man nicht mehr ins Büro konnte und dann auch mit den Ausbildern vor Ort nicht sprechen konnte. Und das hat einen so ein bisschen da eingeschränkt. Im Endeffekt haben wir es gut gemeistert, weil man eben vernetzt ist. Wir sind eine IT-Firma und waren einfach schon vornherein darauf eingestellt, dass man halt auch Homeoffice machen kann. Deswegen war der Umstieg halt an sich problemlos möglich. Es war halt ein bisschen ungewohnt am Anfang. Wir haben uns dann auch mit ein paar anderen Azubis zusammengesetzt und haben uns auch dann vor Ort tatsächlich ab und zu im Büro getroffen, sofern das dann auch alles möglich war, halt auch unter den ganzen Richtlinien und haben uns dann einfach zusammen auch so diesen seelischen Support gegeben, den man während des Abschlusses braucht und dadurch sind wir, glaube ich, echt gut durch die ganze Situation durchgekommen. Was würdest du sagen, welche Qualifikation muss ein Quality Assurance Engineer auf jeden Fall mitbringen, um bei der Tech Alliance zu arbeiten? Ja, also definitiv ganz oben steht Kommunikationsfähigkeit und da auch einfach die Offenheit, mit Leuten zu sprechen. Wie ich es ja schon ab und zu erwähnt habe, ist bei mir einfach alltäglich viel Kommunikation mit Kollegen, gerade die Qualitätssicherung, wenn ich das bei meinen Entwicklerkollegen mache. Dann muss man einfach mit denen kommunizieren können und vor allem auch auf einem guten Weg, weil Testen kann als destruktive Tätigkeit wahrgenommen werden und das kann halt schlecht ankommen bei Leuten, weil man einfach auf Fehlern hinweist und kann halt ja bei manchen vielleicht nicht ganz so gut ankommen und da muss man einfach vernünftig kommunizieren können und das rüberbringen können. Aber mit einer guten Kommunikation, ich hatte noch nie in meinem Leben damit Probleme. Also die Leute sind da offen und wenn man da ganz normal drüber redet, passt das. Und ansonsten definitiv Verantwortungsbewusstsein. Man ist als Qualitätssicherung so ein bisschen die letzte Instanz, weil man ja dann ja eigentlich, die Leute haben etwas entwickelt und man testet dann und dann passiert ja auch nicht mehr viel, weil man ist eben ja noch die Qualitätssicherung am Ende an der Stelle und macht dann auch einfach nicht mehr danach. Das heißt, man braucht einfach die Verantwortung, um an der Stelle einfach sagen zu können, okay, das muss getestet werden und das wurde getestet und es wurde auch verantwortungsvoll getestet. Die automatisierten Tests müssen natürlich verantwortungsvoll geschrieben worden sein, es muss vernünftig sein und die manuellen Tests müssen dann auch einfach gut ausgeführt werden und eben auch mit diesem Gewissen dahinter, okay, ich muss jetzt gucken, ob hier Fehler sind. Wenn hier keine Fehler sind, könnte es halt im Notfall, im schlimmsten Fall an den Kunden rausgehen. Aber also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist eigentlich eine ganz normale Arbeit und das ist auch alles möglich. Also ich denke, das sind so die wichtigsten Tätigkeiten, die man da braucht.
Okay, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick in deinen Alltag gegeben hast. Ja, und Gerne, ich war gerne hier. damit verabschieden wir uns von der heutigen Carpool-Reihe. Ciao! Tschüss.